Ein Kraftwerk, das durch eine Kernfusion Unmengen an Energie produziert, das könnte die Lösung aller Energieprobleme dieser Erde sein. Das große Vorbild, die Sonne, der Traum von Forschungsteams weltweit. Das Kernfusionsexperiment Wendelstein 7X bei Greifswald ist ein heißer Kandidat, um neue spannende Erkenntnisse dazu zu liefern. Nach Umbauarbeiten gehen die Experimente jetzt in die heiße Phase. Welche Experimente genau in der Versuchsanlage geplant sind und wie realistisch Kernfusion in Kraftwerken in naher Zukunft sind, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, fast 1,5 Jahre war es nun ruhig um das Kernfusionsexperiment Wendelstein 7X bei Greifswald. Nach einer riesigen Menge Umbauarbeiten gehen die Experimente aber in diesem Monat, September 2017, wieder los, und zwar mit Vollgas in die entscheidende Phase. Fusionsrelevante Plasmen mit einer Heizleistung von 8 Megawatt sollen erzeugt werden, tatsächlich doppelt so viel wie bisher. Das Plasma wird dabei unvorstellbare 70 Millionen Grad Celsius heiß und soll nach den Vorstellungen des Greifswalder Forschungsteams 10 Sekunden lang stabil bleiben. Unter diesen Bedingungen wollen wir Plasmen erzeugen, die näher an die Zustände rücken, unter denen in der Sonne Energie aus der Kernfusion von Wasserstoffplasmen gewonnen wird. Das erklärt Institutsdirektor Thomas Klinger. Und diese Pläne sind tatsächlich realistisch. Wendelstein 7X gilt als eine der modernsten Forschungsanlagen in diesem Bereich. Der Reaktor bei Greifswald war in der Vergangenheit schon mehr als erfolgreich. Ende 2015, da haben wir darüber berichtet, hatte das Institut mit der Kernfusionsanlage das erste Plasma erzeugt. Mehr als 1000 Experimente folgten und Elektronentemperaturen von bis zu 100 Millionen Grad Celsius und Ionentemperaturen von bis zu 20 Millionen Grad überzeugten dann am Ende auch den letzten Kritiker. Und jetzt haben die Techniker und Technikerinnen den Reaktor in den letzten Monaten enorm aufgerüstet mit einer leistungsfähigeren Heizung, neuen Messinstrumenten und einem Hitzeschild. Unter anderem haben sie spezielle Prallplatten auf Graphit montiert, sogenannte Divertoren. Damit will das Forschungsteam die Leistung der Mikrowellenheizung auf 8,5 Megawatt verdoppeln und eine höhere Dichte und Temperatur des Plasmas erzielen. Auch die Sicherheitssteuerungen wurden überarbeitet, genauso wie die Magnetfelder, damit das Plasma optimal eingeschlossen werden kann. Dermaßen aufgerüstet könnte Wendelstein 7X im Dauerbetrieb funktionieren und so vielleicht sogar den pulsbetriebenen Fusionstyp Tokamak hinter sich lassen. Und die geplanten Experimente sind wirklich mehr als spannend. Mehr als 100 Forscherinnen und Forscher aus dem Ausland haben Vorschläge eingereicht und sich qualifiziert. Verschiedene Themenbereiche sollen erforscht werden, unter anderem Aspekte zur Stabilität des Plasmas, zum Einschluss des Plasmas in den Magnetring und auch zur Heizung. Nach diesem ersten Meilenstein sind dann weitere Umbauten geplant, um in etwa 3 Jahren Plasmen für eine Dauer von einer halben Stunde aufzubauen. Das wäre wirklich ein riesiger Schritt. Dafür soll die Heizleistung langfristig um weitere 2 Megawatt erhöht werden, unter anderem durch kohlenstofffaserverstärkte Kohlenstoffelemente, die die bislang vorhandenen Graphitkacheln ersetzen sollen. Die große Frage, die im Versuchsreaktor beantwortet werden soll: Wie kraftwerkstauglich ist das Design der Anlagen des Typs Stellarator? Hierbei wird das Plasma von einem kompliziert verwobenen Magnetfeld von den Wänden ferngehalten. Die Ergebnisse sollen Forschungsteams weltweit dann bei ihren Plänen weiterhelfen, langfristig ein Kraftwerk zu entwickeln, in dem letztendlich elektrischer Strom gewonnen wird. Denn das ist das Ziel von Wendelstein 7X. Es sollen alle Vorarbeiten für den Bau eines Kraftwerks dieses Stellarator-Typs geleistet werden. Und es scheint, als läuft hier wirklich alles nach Plan. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, die Sonne ist das natürliche Vorbild für die Kernfusion. Hierbei verschmelzen die Atomkerne von Wasserstoff unter sehr hohem Druck und hoher Temperatur miteinander. Dabei entsteht Helium und riesige Mengen an Energie wird freigesetzt. Deswegen wird die Kernfusion auch als die neue Primärenergiequelle gehandelt und könnte tatsächlich CO2-frei erneuerbare Energien ergänzen und ist dabei vor allem viel ungefährlicher als die aktuelle Atomspaltung in Kernkraftwerken. Hier kann es zu einer supergefährlichen Kettenreaktion kommen, die Unmengen an radioaktiver Strahlung freisetzt. Bei einem Fusionsreaktor kommt die Reaktion bei einem Unfall dagegen einfach zum Erliegen und die radioaktiven Stoffe, die entstehen, besitzen eine Halbwertszeit von Jahrzehnten und nicht von Jahrmillionen. Die Kernfusion wäre ein Riesenfortschritt. Hier bei Clixum halte ich euch natürlich dazu auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den
auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Die Kernfusion wird Realität, Wendelstein 7X. Hier geht es um das erste Plasma, das in Greifswald erzeugt wurde, mit noch mehr Hintergrundinfos. Also nicht verpassen und draufklicken, viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.